Let's talk about how AI can be integrated into university teaching, thoughtfully and responsibly. Drawing on her own classroom experience, Kirsten Vollert discusses when AI adds genuine value, where it shouldn't be used, and why clear rules and student reflection matter more than the tools themselves. Expect concrete examples, honest uncertainties, and a framework you can adapt to your own teaching context. AI does not automatically improve teaching just because it is available. For educators, the key challenge is deciding when AI use is meaningful and when it is not. Kirsten Vollert emphasizes that responsible AI use begins with conscious pedagogical choices, not with technological possibilities. Ich denke, dass wir eine Verantwortung haben, dass sich die Studierenden einfach nicht nur willkürlich mit dem Thema KI auseinandersetzen, sondern angeleitet Hilfestellungen von uns als Lehrenden bekommen, dass sie dann wirklich gut gerüstet in ihrem Alltag zurechtkommen, in ihrem Berufsalltag. Und mit gut gerüstet meine ich nicht nur technisch, sondern vor allen Dingen auch, was ist verantwortungsbewusst. Weil nicht alles, was man machen kann, ist auch sinnvoll, das unbedingt einzusetzen. Wir wollen ja nicht KI einsetzen, um KI einzusetzen, sondern das sollte uns ja im Idealfall unterstützen bei unseren Aufgaben in verschiedenerlei Hinsicht und nicht etwa ersetzen. Daran glaube ich nicht. Responsible AI use also means respecting individual choices. Vollert makes it clear that AI should be offered as an option, not imposed as a requirement. This creates space for reflection, comparison, and informed decision-making. Auf der Seite der Studierenden gibt es das Angebot, ist nicht verpflichtend. Wer keine KI-Tools nutzen möchte, muss das nicht. Möglich wäre es aber zum Beispiel im Bereich der akademischen Literatursuche. 2 Tools, sogenannte Finder-Tools, habe ich mir im Vorfeld bereits angesehen. Das eine ist Ask.org und das andere heißt Open Knowledge Maps. Das kann ich mir vorstellen. Wir würden uns vorher, bevor der Einsatz als Angebot getestet werden kann, darüber erstmal verständigen, was können diese Tools, wo sind auch KI-Limitationen, inwiefern muss ich damit rechnen, dass die KI-Tools halluzinieren, wann kann ich das einfach schlicht nicht einsetzen. Clear rules are essential for trust and fairness. Vollert explains why transparency about allowed and excluded AI use is crucial, especially when students are expected to demonstrate their own competencies. Also in der Praxisphase darf KI eingesetzt werden, aber in der Reflexion eben nicht. Und das muss dann mittels Selbstverpflichtungserklärung auch ausgeschlossen werden, um einfach Klarheit zu haben. Auf der Seite der Studierenden, aber auch auf meiner Seite, dass von vornherein klar ist, das ist in Ordnung und das ist nicht in Ordnung. AI also raises concerns and insecurities among students. Vollert highlights the educator's role in creating spaces where these questions can be addressed openly. Ich habe mich dann mit Kolleginnen und Kollegen darüber unterhalten und deren Eindruck war eher, dass es da eine gewisse Unsicherheit gibt auf Seiten der Studierenden, das Thema ganz aktiv anzusprechen, weil sie gar nicht wissen, welche Regularien gibt es. Und da sehe ich schon auch wieder unsere Aufgabe als Lehrende, eine Brücke zu bauen, dass eben aktiv nachgefragt wird, dass wir uns damit beschäftigen, auch mit den unbequemen Fragen, aber vor allen Dingen auch mit den Chancen. Wie kann uns das unterstützen? Instead of control and punishment, Vollert argues for transparency and reflection. Clear seminar rules for AI help students understand expectations and demonstrate genuine learning. Außerdem fahre ich eigentlich mit, ich nenne das immer Seminarspielregeln ganz gut. Da sprechen wir am Anfang darüber, also dass eben nicht, sind medienbezogene Veranstaltungen in der Regel, nicht einfach jeder fotografieren kann, wen er möchte, oder dass Teile von Ergebnissen von Kolleginnen und Kollegen oder von Studierenden einfach unreflektiert irgendwo gepostet werden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man jetzt auch diese Art Seminarspielregeln jetzt um KI-Spielregeln ergänzt
Und eine Möglichkeit wäre meiner Meinung nach zum Beispiel die Kennzeichnungspflicht oder wenn etwas sinnvoll benutzt wird, dass das einfach zum Beispiel in einer Reflexion begründet werden muss. Weil auch daran sieht man ja sehr gut, hat jemand verstanden, um was es da geht, hat sich jemand damit auseinandergesetzt. AI will not disappear from higher education. The challenge is to shape its use responsibly. Clear rules, reflective practice, and pedagogical intent allow educators to integrate AI without losing sight of learning goals and human responsibility.